So, worum geht es heute? Heute geht es um Sprüche, die ich auf diesem Puzzle hier gesehen habe. Das sind verschiedene Sprüche zum Thema Freunde. Was heißen diese Sprüche? Wie kann man diese Sprüche genau interpretieren, verstehen? Das möchte ich heute mit euch machen. Dieses Puzzle selber habe ich eigentlich vor langer Zeit schon gekauft, wie ich nach Taiwan zurückgekommen bin und dann in die Quarantäne musste. Das war der Zweck dafür. Ich wollte Puzzles für die Quarantäne haben. Und wie war es dann? In der Quarantäne habe ich dann was ganz anderes gemacht. Ich habe überhaupt keine Lust auf Puzzles gehabt. Habe sie später erst ausgepackt, später erst wieder dann nochmal rausgegraben und neu gemacht. Na gut, dann beginnen wir einfach mal mit dem ersten Spruch. Echte Freunde zählt man zur Familie. Echte Freunde zählt man zur Familie. Echte Freunde sind ein Teil der Familie. Dann ist diese Person für dich so wie ein Familienmitglied. Es ist jemand, der dir ganz nahe steht und mit dem du sehr eng verbunden bist. Nächster Spruch. Freunde sind Menschen, die nicht nach deinem Weg fragen, sondern ihn einfach mit dir gemeinsam gehen. Dein eigener Weg, dein Lebensweg. Ja? Und dann gibt es noch den Unterschied zwischen anderen Freunden, die den Weg mit dir zusammengehen. Man kann es auch so interpretieren, dass diese Leute, die den Weg mit dir gehen, auch von der Persönlichkeit her oder vielleicht von gewissen Wertvorstellungen her dir näher stehen, weil sie eben zusammen mit dir auf dem gleichen Weg sind. Daher dieser Spruch. Der nächste Spruch. Ein guter Freund kennt alle deine Geschichten. Beste Freunde helfen dir dabei, sie zu schreiben. Das heißt also, wieder ein Unterschied zwischen ein bisschen passiver und ein bisschen aktiver. Ein guter Freund, der kennt deine Geschichten, aber beste Freunde, sie erleben diese Geschichten mit dir. Das heißt also wieder, beste Freunde sind wirklich in deinem Leben drinnen. Mit diesen besten Freunden unternimmst du viele Dinge, mit diesen besten Freunden erlebst du viele Dinge. Beispiel, eine Reise irgendwo hin, du machst irgendein Abenteuer. Es muss jetzt nicht nur etwas ganz Großes sein, es kann auch einfach im Alltag etwas sein. Aber diese Geschichten, diese Lebensgeschichten, schreibt man dann mit den Freunden zusammen. Nächster Spruch. Wahre Freundschaft bedeutet nicht Unzertrennlichkeit, sondern getrennt sein zu können, ohne dass sich etwas ändert. Hier ist das Schlüsselwort Unzertrennlichkeit. Wenn jemand unzertrennlich ist oder wenn zwei Personen, zwei Leute oder verschiedene Leute unzertrennlich sind, dann können sie sich nicht trennen. Dann haben sie Schwierigkeiten, sich zu trennen. Hier ist eben gemeint, wahre Freundschaft, also eine echte Freundschaft, ja, wirklich gute Freunde, müssen nicht immer unzertrennlich sein. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen sehr guten Freund in Österreich habe und ich wohne in Taiwan zum Beispiel, dann heißt das nicht, dass unsere Freundschaft weg ist. Das heißt nicht, dass unsere Freundschaft auf einmal zu Ende ist. Getrennt sein zu können, ohne dass sich etwas ändert. Also man ist getrennt, man ist nicht am gleichen Ort, aber es ändert sich bei der Freundschaft eigentlich nicht viel. Wenn man sich das nächste Mal wieder sieht, ist es eigentlich so wie vorher, wie früher. Das ist ganz unabhängig davon, wo man wohnt oder wie lange man sich nicht gesehen hat. Man kommt sehr, sehr schnell wieder, wenn man diese andere Person trifft, sehr, sehr schnell wieder in diese sehr enge Beziehung, in diese sehr enge Freundschaft. Das ist damit gemeint. Nächster Spruch. Nur besondere Menschen schaffen es, Momente unvergesslich werden zu lassen. Besondere Menschen, unvergessliche Momente, so was heißt das. Also nur wenn man mit besonderen Menschen zusammen ist, das soll das heißen, dann gibt es unvergessliche Momente mit diesen Menschen. Mit nicht so besonderen Menschen hat man eben nicht so viele unvergessliche Momente. Das ist damit gemeint. Echte Freunde hören nicht nur, was du sagst, sondern verstehen auch, was du meinst. Das ist auch ein echt guter Punkt. Das heißt, bei echten Freunden fühlt man sich verstanden. Du hast das Gefühl, du wirst verstanden. Man fühlt sich verstanden. Wenn ich mit jemandem rede, wenn ich mit jemandem kommuniziere, gibt es verschiedene Ebenen. Man kann einfach nur das hören, was der andere sagt. Man kann auch nur die Worte hören. Aber man muss dann auch schauen, versteht die andere Person wirklich, was ich meine? Versteht die andere Person wirklich, wie es mir geht, zum Beispiel? Und in diesem Spruch wird genau das angesprochen. Und der nächste Spruch. Es gibt Menschen, die einen daran erinnern, wer man wirklich ist. Wenn man sich daran erinnert, wer man wirklich ist, das heißt, wer bin ich wirklich? Wie
ist meine Persönlichkeit oder was gefällt mir wirklich, was gefällt mir nicht wirklich. Manche Menschen können uns besonders helfen, uns selbst daran zu erinnern, wer wir wirklich sind. Das ist damit gemeint. Und im meisten Fall sind das dann auch Freunde. Manchmal hast du Glück und findest eine Seele, die zum selben Beat wie deine tanzt. Der Beat ist eigentlich ein englisches Wort, das ist ein Anglizismus. Das ist bei der Musik der Rhythmus, der Beat, ja, der Takt. Manchmal haben wir Glück und wir finden Menschen in unserem Leben, wir treffen Menschen in unserem Leben, Freunde hier in diesem Fall, die auf einer ähnlichen oder auf der gleichen Wellenlänge sind. Sagen wir auch auf Deutsch, auf der gleichen Wellenlänge sein. Wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Eine ganz oft benutzte Redewendung ist eben, bei uns stimmt die Chemie oder wir haben die gleiche Wellenlänge. Diese Redewendung sagen wir sehr oft. Und jetzt der letzte Spruch. Es ist schön, jemanden zu kennen, mit dem man vor lauter Spaß den Ernst des Lebens vergessen kann. Der Ernst des Lebens, das heißt also, das Leben hat eine sehr ernste Seite. Wir denken einfach an gewisse Schwierigkeiten im Leben. Und dann gibt es eben Menschen, mit dieser Person, mit diesem Freund, mit dieser Freundin, kann ich Spaß haben. Mit dieser Person fühle ich mich sehr frei und mit dieser Person vergesse ich dann den Ernst des Lebens für eine Weile. Und jetzt kannst du in den Kommentaren schreiben, welcher Spruch dir am besten gefällt.